Ich hasse verputzen. Aber mit ein paar Tricks geht's besser. Für alles, was hier an der Wand stört, zum Beispiel hier, da wo der Estrich dahinter gekommen ist, dann kann ich ihn entweder abfummeln, was hier nicht geht, oder ich probiere es jetzt mal mit meinem tollen Rabott, das auch schon mal besser ausgesehen hat. Mal schauen, ob es geht. Doch, ja, das geht einigermaßen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir den Arbeitsbereich super sauber gemacht, um dann nicht beim Putzen irgendwie hinzufallen oder so. Das ist nämlich auch das, was Verputzen richtig scheiße macht. Wenn du dann hängen bleibst und dir den halben Kübel ausschüttest. Und die Wand ist jetzt vorbereitet, die mache ich jetzt noch nass. Ein bisschen mehr Wasser noch. So, das ist gut. Ich habe hier meine Gießkanne, meine alte. Die mag ich total. Dann mache ich mal gleich meinen Grill sauber. Dieser Kalk-Einputz. So schaut er dann aus. So, wunderschön. Wenn man nicht wieder kleckert, hey. Früher, da war ich richtig genervt vom Verputzen. Hey, dann hast du den Putz auf der Kelle gehabt. Irgendwann hast du den Putz mal in der Hand gehabt, wenn du nicht aufpasst hast. Dann hast du den Drecker die Kelle gehabt, dann musst du die wieder sauber machen. Dann bist du wieder zum Hände sauber machen gegangen. Dann hast du die Hände wieder gewaschen. Dann, wenn du ein bisschen Pech gehabt hast, hast du es dann noch am Arm gehabt. Da hast du den Arm noch schön voller Putz gehabt oder besser das Gesicht auch noch. Dann hast du das T-Shirt hast du dann noch voll gehabt. Ja klar, sicher, dann warst du voller Putz. Dann war es voller Dreck überall. Kennst du ja, war es voller Dreck. Und dann war es so, dann habe ich nicht mal mehr Zeit gehabt, mir dauernd die Hände zu waschen, weil alles voll ist. Da habe ich nicht mal Zeit gehabt, auch mal Pause zu machen. Und habe gleich vor Ort essen müssen. Unglaublich. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Den Putz essen. Wer macht das denn? Zack. Die Wand ist nass und jetzt brauche ich aber noch. Und jetzt muss ich aber noch die Glättkelle holen. Das heißt, ich muss ja mit der normalen Kelle auf die Glättkelle den Putz drauf tun und dann ziehe ich ihn an der Wand hoch. Und zwar ist das hier der Gamechanger. Handschuhe. Denn mit Handschuhen bleiben eure Hände innen drin sauber. Und ihr habt keinen Stress, wenn ihr die Kelle anfasst, dass ihr dauernd dreckige Hände habt. Und vor allem ist es gut für hier oben, weil da weniger Stress hier ist weniger Stress da oben und das Ergebnis wird besser. Ich ziehe ihn dann hoch, fahre ich drüber, hole ihn nochmal ab und dann habe ich gleich was für die Ecken. Ich fange nicht gleich an, direkt an der Ecke, das ist der Schmarrn. Wenn ich eine Ecke ausstreichen will oder eben Putz anbringen will, dann ziehe ich mir da hier so auf. Zack, ziehen wir auf die Kante und dann kann ich schön in der Ecke verputzen. Oder ich mache es so. Wunderbar schaut das aus, finde ich. Wieder ein bisschen nass machen, gell? Nicht vergessen. Ihr könnt natürlich die Wand auch noch mit so einer Draufkelle, glaube ich heißt die, weiß ich gar nicht genau, mit der da. Oder hier mit dem Schmetterling
glatt ziehen. Könnt ihr natürlich gerne machen, wenn ihr im Wohnzimmer oder so das macht. Also ihr danach einfach nochmal drüber fahrt. Mache ich jetzt im Keller nicht. Das interessiert mich jetzt im Keller nicht. Aber man könnte jetzt wirklich so hergehen und dann einmal fein drüber fahren und sich nochmal die Kanten ein bisschen rausholen. Oder halt eben mit der. Da, so gut geht es. Da haben wir jetzt hier richtig schön die Kanten noch rausgeholt. Kann ich hier nochmal vorführen. So könnte man machen. Habe ich auch keine Lust hier im Keller. Ihr habt es vielleicht jetzt gesehen. Mit den Handschuhen ein Traum. Das heißt, du bist im Kopf schon viel entspannter, weil das juckt dich nicht. Und auch eine dreckige Kelle. Mag ich normal gar nicht, wenn hier die Griffe schmutzig sind, aber wenn du so viel machst damit in einem Durchgang, kannst du es nicht verhindern. Also sind es die Handschuhe, die das Leben schöner machen. So, da oben noch. Dann ist die erste Wand geschafft. Da haben wir wieder was genommen. Zack, für hier. Nochmal ein bisschen. Da, so dahin. Da oben. Ruhig ein bisschen mit dem Putz spielen. Gerne auch da drauf ziehen, wo er eigentlich schon fertig ist. Und dann kann ich mir für das Eck hier die Kelle zurechtziehen. Zack, hierher. Zack. Und dann ist er am Eck. Nochmal. Da muss ich nicht mit der normalen Kelle nochmal ran. So, da ziehe ich jetzt einfach oben ab und dann kann ich später die Kante brechen noch einmal. Zack, das kommt jetzt ein bisschen vor und das kann man später noch mal abbrechen dann. Und mache ich jetzt erstmal oben fertig. Weil dann habe ich den Stress nicht. Und jetzt ja da drücke ich es hin bis zur Kante, so. Schauen, ob das so geht und dann so. Genau. Hier rüber. Ja gut, das kann man doch ausfälzen, glaube ich. So, dann schauen wir mal, ob der schon trocken ist. Ja, da ist er eigentlich schon trocken, das ist eigentlich fast schon zu weit. Dann hier geht noch, ja, der soll praktisch, hier ist ein bisschen matschig noch, aber es lässt sich kaum verhindern, gell? Wenn du eine alte Wand hast, die buckelig ist, da zieht sie gut, da zieht sie nicht gut, da zieht sie besser. Da musst du ungefähr die Mitte abpassen und dann jetzt tun wir mal reiben. Ich nehme das Schwammbrett und ihr könnt auch das Orange nehmen, was gröber ist oder eins, was euch gefällt. Ihr müsst ein bisschen rumprobieren. Mir gefällt jetzt in dem Fall das am besten und ich muss nicht extra eins kaufen, weil das habe ich schon auch schon ewig. Ich schaue mal, ob es funktioniert, einfach mal. Klar, jetzt kommt natürlich die Wand wieder ein bisschen, blüht ein bisschen durch, die alte Wand unten drunter, also der alte Putz vorher. Und den mache ich aber dann mit dem Anstrich wieder
schön das Schwarze, was da rauskommt. So, jetzt reibe ich das da so rum. Da wird gerieben. Ja, und man kann es halt hier, wie man sieht, nicht ganz verhindern. Da ist natürlich, weil er da irgendwo nicht abbunden hat, da ist er ganz schön. Aber da wollen wir mal nicht so genau sein. Machen wir hier nochmal. Hoppala. Jetzt tun wir hier nochmal reiben. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und jetzt sieht man auch, dass beim Reiben auch die Kanten wieder verschwinden. Die Kanten vom Verputzen verschwinden. Bei mir ist es jetzt so, dass die Wand unten etwas feuchter ist als oben. Deshalb fange ich jetzt oben an und gehe dann nach unten. So, dann wird es eigentlich wunderbar, fast schon wohnzimmermäßig. Hier noch die Ecke, vorher natürlich wieder ein bisschen nass machen, einmal so abstreichen wieder, dass der unten sauber bleibt. Wenn der sich zusetzt, geht es nicht mehr, der muss dann schon immer wieder sauber gemacht werden. Gell? Ein bisschen reintunken, abstreifen und dann ist er wieder besser. Und dann die Ecke noch da ein bisschen. Schauen wir mal, ob die gut geht. Ja, jetzt ist es hier oben wieder hart und ein bisschen weich noch, also es ist mal so, aber du kannst ja nicht alle 5 cm eine halbe Stunde warten. Deshalb ist das so gesehen der Kompromiss jetzt wieder. Aber er klappt ganz gut. So. So, wenn ihr die Wand jetzt verrieben habt, dann sieht das ungefähr so aus. Schön krümelig. So soll es sein. Und dann mache ich es auch oft immer so, ich nehme dann den Kalk und kalk dann gleich drüber auf die noch feuchte Wand. Dann kann der Kalk sich richtig verkrallen in der Wand und mit ihr aushärten. Und das Ganze wird eine saubere Sache und hält für immer. Und warum ich eigentlich die Wand kalk, das erkläre ich euch in einem anderen Video. Die Fensterleibung 1 und die Fensterleibung 2 sind super schön geworden. Die Kanten sind gerade, einwandfrei. Der Raum ist auch trocken wieder. Das ist unglaublich. Der wird jetzt jedes Mal trockener, der Raum, weil der Kalk natürlich funktioniert. Der zieht jetzt die Luftfeuchtigkeit aus der Wand, gibt sie ab oder auch aus dem Raum nimmt es ja auf und reguliert super die Feuchtigkeit. Das ist sehr, sehr angenehm. Es fühlt sich an wie ein Wohnraum schon. Wahnsinn. Und jetzt kommen die Fenster noch dran. Die Fenster werden neu gestrichen und kriegen neue Gläser, werden eingeglast. Das alles kommt im nächsten Video. Bis bald!